Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es, wie man das natürlich wieder im Titel lesen konnte, VW Touran, Motorcode BLS. Das ist der 1.9er Diesel, 77 kW, Pumpe-Düse-Motor. Bei dem wollen wir einmal den Zahnriemen wechseln. Bei dem Motor haben wir auch schon mal Zahnriemen gewechselt, das war nämlich der Golf 5. Hier ist es quasi jetzt der VW Touran. Ist kein großer Unterschied und da dachte ich, nehme ich euch mal mit und machen wir da mal ein separates Video zu. Und ja, wie man das Ganze wechseln kann, was man auch vorab benötigt, ist natürlich den Zahnriemensatz. Wir gucken, ich stelle die Kamera gleich mal hier hin und dann gucken wir uns das alles zusammen an. Zahnriemensatz, unten verlinkt das Ganze. Da haben wir Wasserpumpe, Zahnriemen, Umlenkrolle, Spannrolle. Umlenkrolle weiß ich jetzt nicht, ich glaube schon. Spannrolle auf jeden Fall. Dann Blockierwerkzeug. Dann einmal der Gegenhalter für die Nockenwelle lösen, festschrauben und ganz, ganz wichtig, Kühlwasserkoffer, um das Ganze vernünftig zu entlüften, weil wenn man das falsch entlüftet, kann es passieren, dass der AGR-Kühler kaputt geht, weil der entsteht sehr, sehr schnell Hitze, bis sich das Kühlwasser dort füllt, bis sich das vernünftig entlüftet, kann es passieren, dass der AGR-Kühler bei euch kaputt geht. Deswegen wichtig, da hinten ist auch der Koffer. Und damit einmal Kühlwasser vernünftig entlüften, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich das richtige Kühlwasser. Was gibt es sonst noch zu beachten? Eigentlich werden wir das gleich alles im Video erwähnen. Und wie man das Ganze wechseln könnte, würde ich euch gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. Also das ganze Werkzeug, das hier ist jetzt ein Komplettsatz für VW. Es gibt aber auch den einzelnen Satz für den BLS-Motor, wo ihr die einzelnen Werkzeuge bekommt. Das verlinken wir mal unten. Mit dem Rabattcode VITJAWOLF könnt ihr euch das Ganze dann mit 5% zulegen. Mit 5% Rabatt zulegen. Ich glaube, wir brauchen einmal diesen hier und einmal den Gegenhalter. Aber gucken wir uns gleich mal alles an und quasi auch einmal zum Lösen bzw. Spannen vom Spanner das Werkzeug. Aber gucken wir uns gleich alles einmal an. Dann Gegenhalter. Was ist mit Gegenhalter gemeint? Und zwar muss man hier das Zahnrad von der Nockenwelle lösen. Und da benötigt man so einen Gegenhalter, damit man die Schrauben lösen kann vernünftig. Da gibt es einmal so einen Gegenhalter, womit man das Ganze vernünftig lösen, festschrauben kann mit unterschiedlichen Adaptern. Für mehrere Modelle anwendbar. So, und zum Schluss einmal Zahnriemensatz, die Nummer davon. Und man kann es sehen, aber einmal verlinkt unten das Ganze. Da haben wir drin Kühlwasserpumpe, mit Dichtung, Spannrolle, die neuen Schrauben, Umlenkrolle, neuen Zettel, Zahnriemen. Der muss doch eigentlich hier drinne sein, vorgespannt. Eigentlich. Sonst gibt es gar keinen Grund, den hier drin zu haben. Na gut, sehen wir ja gleich. Eigentlich ist der vorgespannt. Ja gut, gucken wir dann mal. Das ist, was alles im Zahnriemensatz drin ist. Für den einen oder anderen, der sich interessiert, was im Satz drin ist. Das tauschen wir auch aus. Das müssen wir mal gucken, ob wir die austauschen. Zu empfehlen, ja. Gucken wir mal, ob wir das da auch gut alles abbekommen. Ja, zum Filmen wird es hier nicht so bequem sein.
weil der hier schon ein bisschen schmaler ist als der Golf. Der Golf hat ja eine etwas längere Schnauze. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir euch hier mitnehmen. So, das einmal ab. Das einmal ab. Ja, hier erkennen wir, dass wir Pumpe-Düse-Motor haben, weil sonst bei dem Command Rail sieht man hier die Düsen. Hier in dem Fall Pumpe-Düse. Elemente sitzen unter dem Ventildeckel. Daran erkennt ihr, ob ihr Pumpe-Düse habt. Hier könnt ihr dann einmal sehen den Motorcode. Auf dem Zahnriemendeckel könnt ihr einmal sehen, was für einen Motor ihr habt. Oder was für einen Motorcode ihr habt quasi. So, wir müssen hier diese Geschichte einmal alles ab. Also quasi hier in dem Bereich muss alles einmal zur Seite ab, weil wir das Motorlager abschrauben müssen. Das bedeutet, wir müssen hier auch entweder Klötze unten reinpacken oder mit einem Kran das Ganze hochhalten, weil wir hier in dem Bereich arbeiten müssen. Das bedeutet, wir holen den Laderdruckschlauch raus komplett, schrauben hier die 2 Schrauben von dieser Kraftstoffleitung ab. Dann müssen wir einmal diesen hier lösen mit einem 30er Torx. Die Leitung lösen und die Leitung lösen. Dann können wir das Ganze hier zur Seite machen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das eventuell komplett abmachen. Die 3 Leitungen hier. Aber wir probieren mal ohne, dass wir das Ganze vielleicht umlegen. So, als nächstes Schraubenzieher. Den einmal zur Seite und hier Schraubenzieher. Den einmal zur Seite. So, und der müsste hier noch festgeschraubt sein mit einem 30er Torx. Kriegen wir das Ganze einmal raus. Hier ist einmal die Schraube. Nächstes, wir das zur Seite packen, den Stecker einmal ab. Kühlwasser müssen wir sowieso komplett ablassen, weil wir die Wasserpumpe austauschen. Und wir können den Kühlwasserbehälter eigentlich komplett rausholen, dass wir hier genug Platz zum Arbeiten haben. Dann können wir die Leitungen hier eigentlich abmachen und einmal umlegen das Ganze, damit das hier bequemer ist. Sonst, oder? Wir kriegen den auch einmal ab mit einer 10er Nuss. Jetzt können wir hier die Spritleitungen können wir einmal zudrücken. So, hier wird natürlich Sprit rauskommen. Können wir dann nach hier umdrehen, das sollte dann eigentlich nicht mehr stören. Jetzt können wir die auch einmal abmachen. Da gibt es extra spezielle VW-Zangen, womit man diese VW-Schellen, extra Zangen, womit man die VW-Schellen abbekommt, bequem abbekommt. Verlinken wir auch mal unten.
So, hier ist jetzt eigentlich recht egal, ob ihr diese Schläuche auch abmacht oder ob ihr Kraftstofffilter zusammen umlegt. Dann schrauben wir den einmal ab. Hier befinden sich eine 10er Schraube. Und noch eine auf dem Motorlager. Werde ich euch jetzt mit der Kamera schlecht zeigen können. Aber wenn wir den gleich abhaben, da ist übrigens eine Mutter, die sehr gerne runterfällt, und da ist noch eine. Also der Kraftstofffilter ist mit 3 10er Schrauben und Muttern befestigt. So, und zwar, ich hoffe, das kann man sehen, da, da und da. Und dann kann man das Ganze einmal umlegen. Wenn wir das alles abhaben, haben wir den Kühlwasserbehälter, der noch ab muss, mit einem 20er, 25er Torx. Also 2 Torx-Schrauben. So, hier liegt noch die Mutter von dem Kraftstofffilter und die Schraube von dem Kraftstofffilter. Dann können wir das einmal zur Seite. Dann haben wir zum größten Teil schon fast alles ab. So, hier können wir Zahnriemenabdeckung abmachen. Dann können wir uns den Zahnriemen schon mal angucken. So. Und wie sieht er aus? Also, wie viel hat er überhaupt runter? 270.000 hat er auf der Uhr. Ich glaube, das müsste ja dann sein zweiter Zahnriemenwechsel sein. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, wir müssen Motorlager abmachen. Davor müssen wir einmal die Abdeckung unten abmachen, also die Motorabdeckung und die Radhausschale seitlich, weil wir ja an die Kurbelwelle dran müssen. Reifen ab, das machen wir eben mit einem 25er Torx. Einmal hier alles abschrauben. Hinten müsste 30er Torx sein und seitlich die Radhausschale machen wir auch ab.
Und hier können wir die Problematik erkennen, wenn das Fahrzeug Standheizung hat. Dann müssen wir das Ganze hier auch nochmal abmachen. Kühlwasserschläuche. Dieses Rohr können wir eventuell dran lassen. Also die Kühlwasserschläuche müssen wir auf jeden Fall zur Seite machen. Das ab. Den können wir, glaube ich, dran lassen. Aber den müssen wir einmal abmachen. Und dann sehen wir mal weiter. Mit einer 10er langen Nuss schrauben wir einmal das Abgasrohr ab von der Standheizung. Einmal lösen und hier einmal die 10er von der Halterung. Eigentlich lassen. Ja, also mit diesen Kühlwasserschläuchen, wenn man den mit Zange zu viel hin und her bewegt, die sind hier so stark vergammelt. Deswegen diesen Schlauch müssen wir neu machen. Der ist auch hier schon. So, hier kann man einmal sehen, die Halterung mit einem M12 Vielzahn. Einmal abmachen. Und hier einmal die Schelle von dem zweiten Schlauch lösen, von der Standheizung. Dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze hier ein bisschen zur Seite zu machen. Damit wir hier jetzt vernünftig einmal drankommen. So. Eine ganz wichtige Schraube ist hier, die wir vorab lösen müssen. Das heißt, einmal diese hier Schraube, die Schraube von dem Motorhalter mit einem 16er. Das einmal lösen. Als nächstes, das hier ist die Spritleitung für die Standheizung. Den können wir auch einmal abmachen. So, damit wir den nicht kaputt machen. Wie machen wir das? Hier einmal drauf drücken und abziehen. So, einmal zur Seite legen. Das Ganze, jetzt können wir Motorlager abschrauben. Natürlich, wenn ihr den unten mit einem Holzklotz oder mit Motorbrücke ist hier ein bisschen unbequem, unten festgemacht habt, damit euch natürlich der Motor nicht runterfällt. So, das Ganze hier einmal mit einem 13er lösen.
13er immer 2 Schrauben lösen. So, dann mit einem 16er Langnuss mit einem 18er die 2 lösen. So, jetzt müssen wir Folgendes probieren. Wir müssen den Motor hoch, das heißt die Karosse runter, damit wir hier seitlich an die Schrauben dran kommen. So. So, sollten wir da jetzt eigentlich dran kommen. So, und hier drinne ist eine M12 Vielzahn drin. Die schrauben wir so ab. So, und deswegen ist es gut, wenn wir unten die eine Schraube abgeschraubt haben, dann müssen wir uns jetzt nicht mehr dahin quälen. Wenn wir das hier jetzt auch noch rausbekommen. Die Klimaleitung ist hier echt nicht dankbar. Wir können probieren, nach unten hin raus geht nicht. Gleich einmal hier den Deckel abhaben, beziehungsweise den Zahnriemen, die Schwungscheibe unten raus haben, dann sollten wir den eigentlich irgendwo hin zur Seite rausbekommen, weil die Karosserieform ein bisschen anders ist als beim Golf, deswegen stört er hier. Oder wir lassen den so an der Seite dran. Sollte uns eigentlich ein bisschen wird uns stören. Wir gucken mal, wie wir den, weil die Klimaleitung hier stört, eventuell, um das Ganze rauszuholen, muss man die Klimaleitung rausholen. Ja, ich habe es doch geschafft, den rauszuziehen, und zwar, wenn man hier, ist eine ganz, ganz kleine Lücke, und da kriegt man den dann quasi von hier rausgezogen. Also nach oben hin. So, jetzt ist es ganz, ganz wichtig, bevor man den Spanner abmacht,
erst einmal unten die Schrauben lösen von der Schwungscheibe. So, mit einem M10 Vielzahn das Ganze hier einmal lösen. So, und anschließend können wir hier mit einem 17er das Ganze dann einmal lösen. Vorsicht, nicht abrutschen. Und den Flachriemen einmal abmachen. Zack. So, und ihr habt die Möglichkeit, im XXL-Set ist das Ganze dabei, einmal so ein Stift. Dann können wir den hier einmal vorspannen. So. Dann kommen wir besser dran an die Schraube, um den Spanner komplett abzuschrauben, weil wir den komplett abmachen müssen. Weil da befindet sich einmal eine Schraube. Es war 2 13er Schrauben sind das. So sieht das Ganze dann einmal aus. Dann können wir jetzt die Schwungscheibe einmal abmachen. Und jetzt sehen wir hier 2 10er Schrauben, die wir abschrauben müssen, und hier oberhalb auch, die jetzt hier schlecht zu sehen sind, aber oben sind auch nochmal 2 10er. Das alles einmal abschrauben. Das sieht doch noch nach dem ersten Zahnriemen aus. So, hier ist dann die letzte 10er Schraube. Und dann sollte der Deckel auch abgehen. Der ist zweigeteilt. Also einmal, so sieht das dann einmal aus. Das und das. So, jetzt ist es wichtig, wir müssen
den Motor jetzt einmal auf OT machen, das heißt in die bestimmten Markierungen die Blockierwerkzeuge einstecken, damit wir den Zahnriemen abmachen können. Da gehe ich einmal unten rein mit einem Vielzahn und drehe das Ganze. Ich stecke das mal eben ab und zeige euch dann einmal, wie das abgesteckt sein muss. So, oben wird es hier wie folgt fixiert, beziehungsweise blockiert. Und zwar, der Kollege hier kommt hier rein. Da ist einmal so ein, wenn ihr mit einem Spiegel und Taschenlampe reinleuchtet, in dieser Position, wenn der hier ist, dann gibt es hier eine Bohrung, wo man so ein Blockierwerkzeug reinbekommt. Und wichtig ist jetzt noch unten das Absteckwerkzeug 112 413. Passt unten rein an der Kurbelwelle. Ich zeige das mal eben. So sieht das dann einmal hier unten aus. Da ist einmal ein Pfeil. Da und da. Das muss miteinander flüchten. Und hier kommt einmal der Pin oben rein, zeige ich mal von oben. So, da sitzt das Werkzeug auf der Kurbelwelle. Und da ist dann einmal, kommt der Pin da einmal rein. Ungefähr hier kann man das Ganze sehen, weil es gibt da zwei unterschiedliche. Da ist einmal so ein Pin, der dann da reingeht. Es gibt da zwei unterschiedliche, deswegen darauf achten, dass ihr das richtige Werkzeug habt. Weil das sieht fast identisch aus, ist aber für ein anderes Modell. Es gibt da zwei unterschiedliche. Jetzt können wir den Spanner abschrauben. Die drei Schrauben kann man auch lösen, schon vorab. Mit einem 13er. Das lösen. Einmal den Spanner lösen. Beim Spanner lösen müsst ihr natürlich darauf achten, in welche Richtung der Spanner gespannt ist. Hier ist aber auch eine Pfeilrichtung zum Spannen. Das bedeutet, er müsste sich nach links entspannen. So. Ja. Dann haben wir das Ganze einmal entspannt. Dann können wir den Zahnriemen einmal abnehmen. Beziehungsweise die Spannrolle kann komplett einmal ab. So, hier ist es nicht schlimm, wenn sich das Ganze bewegt, weil das ist so eine zweiteilige Scheibe. Das bedeutet, dahinter ist noch eine Scheibe und die ist nämlich fest. Deswegen wichtig, diese Schraube nicht lösen. Nur diese Scheibe, nur die drei Schrauben lösen, weil das benötigt ihr, um gleich den Zahnriemen wieder drauf zu bekommen. So, dann einmal unten, einmal alles ab. So. Also es ist noch der Originale. Eventuell wurde der Original gewechselt. Aber ich glaube nicht. Aber müsste eigentlich. So. Dann können wir Spanner abmachen. Hier drauf ist zu achten, wenn ihr den neuen einbaut. Hier ist ein bestimmter Pin, der in eine bestimmte Führung rein muss. Wichtig. So, dann können wir Wasserpumpe und Umlenkrolle abschrauben. Das ist alles ein bisschen schwer zu erkennen, weil die Bauform von dem Touran ist echt nicht einfach. So, mit einem 13er die Umlenkrolle lösen. Ich wasche jetzt einmal, bevor ich die Wasserpumpe abmache. Hier sammelt sich natürlich über die Jahre ziemlich viel Dreck. Und ich wasche jetzt einmal vorab mit Bremsreiniger das Ganze einmal aus, damit mir dann in den Motor nichts reinkommt, wenn ich die Wasserpumpe abhabe. Ja, wirklich sehr bescheiden für euch zu sehen, aber hier die Wasserpumpe abschrauben mit einer 10er Nuss. Müsste auf 3 Schrauben sein. Also Touran ist wirklich sehr, sehr wenig Platz. Besonders mit Klima- und Standheizung. Das ist sehr, sehr schwierig.
besonders wenn man das Ganze verfilmt. Dann kann die Wasserpumpe einmal raus, das Ganze einmal leicht raushebeln und einmal unten dran. Und dann haben wir die Wasserpumpe, die alte Dichtung abmachen, die hängt da noch, sauber machen. So, und dann können wir die neue Wasserpumpe ansetzen. Natürlich das Ganze auspusten, da wo das Gewinde ist, damit da kein Wasser drin ist. Dann die Fläche so gut wie möglich trocken machen, sauber machen. Sauber gemacht habe ich schon, trocken machen. Und dann können wir die neue Wasserpumpe ansetzen. Neue Dichtung. So, die Schrauben natürlich einmal sauber machen. Ich habe doch noch einen Winkel gefunden, wie man da ein bisschen mit filmen kann, aber man wird mich dann wieder mehr sehen. So, und die Schrauben bekommen 15 Newtonmeter mit einer 10er Nuss. Jetzt könnte man die Stehbolzen hier neu machen, aber ich persönlich finde das jetzt überflüssig. Dann braucht man da nochmal ein extra Werkzeug für, beziehungsweise auch, man kann hier 2 Muttern kontern und das Ganze dann rausschrauben oder halt sich Werkzeug zu anlegen. Ich persönlich finde es überflüssig, kann man alt lassen, wird auch bei manchen Sets ohne rausgeschickt. Aber die Mutter mache ich neu mit Schraubensicherung und die Schraube Mutter von der Umlenkrolle bekommt 20 Newtonmeter. Das Ganze machen wir einmal neu. So, jetzt ist Folgendes zu achten. Bei dem Spanner, hier sitzt der eigentlich drin, den man vorher reinmacht, damit er das nicht vorspannt. So, wir werden Zahnriemen und Spannrolle gleichzeitig drauf machen, beziehungsweise hin und her. Und wichtig darauf zu achten, dass diese Nase in die richtige Führung da im Zylinderkopf reinkommt, dass sie die nicht verbiegt. So. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, das einmal ansetzen. Und wir haben halt hier die Möglichkeit, das Ganze hin und her zu bewegen. Wir müssen den nach ganz rechts machen, weil wir haben halt keine andere Möglichkeit, wenn wir den hier spannen. Dann muss der Zahnriemen sich ein bisschen bewegen. Und dadurch hat man die Möglichkeit, das über die Nockenwellenrad zu machen. Weil Kurbelwelle ist ja blockiert, Kurbelwelle ist blockiert, Nockenwelle ist blockiert. Und irgendwas muss man ja lösen, um das Ganze richtig festzuziehen. So, und deswegen ist es wichtig, dass das nach rechts ist
Und dann können wir den Zahnriemen einmal draufsetzen und das Ganze dann einmal spannen. So, natürlich wichtig darauf zu achten, dass ihr Kühlwasser hier alles einmal abgewaschen habt. Öl, Kühlwasser, dass das nicht auf den Zahnriemen draufkommt und eure Hände natürlich auch. Dass sie fettfrei sind oder kühlwasserfrei sind. Die Aufschrift guckt nach hier hin und dann können wir das Ganze einmal draufsetzen. So, ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht viel sehen, weil ich hier gleichzeitig das und das machen muss. Weil ich hier euch wahrscheinlich im Weg stehen werde. Habe ich dann einmal alles drauf. Hier. Auf der Umlenkrolle. So. Der Spanner hat sich gelöst. Die Mutter einmal drauf. Das Ganze einmal ein bisschen vorziehen. Dann können wir das Ganze einmal spannen. Den natürlich einmal raus. Und dann so. Und die Spannrolle bekommt 20 Newtonmeter plus 45 Grad. So, und wichtig ist darauf zu achten, die Spannrolle hat eine Anzeige. Und zwar könnt ihr das hier sehen. Hier. Einmal den Fokus drauf.
Wenn ihr den am Spannen seid, dann bewegt sich dieser Pfeil hier in die Nut rein, also hier in die Richtung bewegt er sich, nach dahin. Und das soll hier ineinander flüchten, das und das. Dadurch, dass es ein neuer Zahnriemen ist, habe ich den ein bisschen weiter vorgezogen, weil das Ganze streckt sich ein bisschen, lenkt sich ein bisschen, setzt sich noch und dann kann er ein Stück zurückrücken oder wird auch bestimmt ein Stück zurückrücken. Und dann ist es die optimale Einstellung. Ich zeige euch das mal. So, da kann man das Ganze einmal sehen. Da ist er ein bisschen weiter vor. So, wenn wir das Ganze jetzt gespannt haben, festgezogen haben, wir müssen jetzt noch die Nockenwellenräder festziehen, Nockenwellenrad festziehen. So, jetzt müssen wir das Ganze einmal festziehen, einmal vorziehen und dann das Werkzeug einmal raus. Und die Schrauben bekommen 20 Newtonmeter. Dafür benötigen wir jetzt einmal den Gegenhalter. So, warum muss das Blockierwerkzeug raus? Weil sonst der Gegenhalter ja gar keinen Sinn macht. Und es könnte passieren, dass das Blockierwerkzeug bei euch abreißt und dann ist nicht lustig. Und wenn wir das endlich alles fertig haben, dann können wir Zahnriemen, Kurbelwelle zweimal durchdrehen und gucken, dass alles sitzt, passt, nichts lose ist, fest ist. Und dann das Ganze rückwärts zusammenbauen. Ja, und wenn wir das dann alles fertig haben, einmal durchgedreht, dann das Ganze wieder rückwärts zusammenbauen. Wir werden das jetzt zum Teil mit Speed-Modus die ganze Zeit wahrscheinlich mitfilmen. Wir werden das mitfilmen und im Speed-Modus dann wahrscheinlich zusammenschneiden. Weil hier ist alles sehr, sehr schwierig zu filmen und zuzugucken.
So, die Schwungscheibe, die kann man auch nicht falsch drauf setzen, weil da gibt es einen Punkt. Da oben könnt ihr den sehen. Und der muss nämlich, hier ist nämlich auch ein Punkt. Und da müsst ihr den richtig draufsetzen. Also. Die Schrauben für den Spanner bekommen 25 Newtonmeter, die 2 Schrauben. Und dann können wir den neuen Flachriemen, dann können wir den Flachriemen drauf machen, nicht den neuen. Den kann man natürlich auch neu machen. So, der Vorteil ist, dadurch, dass wir den Spanner vorgespannt haben, können wir das hier jetzt einfach bequem umlegen. So, wir können jetzt einfach den 17er nehmen. Wenn ihr das Werkzeug nicht habt, dann könnt ihr natürlich auch einen Bohrer nehmen oder irgendwas anderes. So, und das Ganze jetzt lösen. Und dann haben wir ihn gespannt. Motorlager wieder rein.
Dann schrauben wir hier die Schraube einmal wieder rein. So, die Schläuche habe ich wieder fest. Hier einen anderen Schlauch. Das Ganze wieder umsetzen. So machen, ohne die Halterung. Ja, dann natürlich Kühlwasser vernünftig entlüften. Das Ganze befüllen, da haben wir ein separates Video zu, das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. Und ja, dann Abdeckung drauf. Ihr könnt vorher, nachher starten, wie ihr möchtet. Wichtig, vor dem Starten ein paar Mal Zündung an ausmachen, damit die Vorführerpumpe Sprit vorführen kann. Ja, Zettel natürlich rein, Zahnriemenzettel, im Serviceheft eintragen das Ganze. So, ja Leute, und so kann das Ganze aussehen, wenn man bei dem VW Touran einen Zahnriemenwechsel durchführen möchte, mit Standheizung, mit Klima. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat dem einen oder anderen weitergeholfen. Ansonsten, ja wie gesagt, den BLS-Motor, da haben wir den Zahnriemen schon mal gewechselt bei einem VW Golf. Was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Ja, sämtliche Werkzeuge habt ihr gesehen, alles unten verlinkt, das Ganze, Kauflinks unten verlinkt das Ganze. Jetzt natürlich noch eine Probefahrt durchführen, dass da alles tipptopp ist. Und ansonsten, mir fällt jetzt nichts ein auf die Schnelle, natürlich das Ganze vernünftig eintragen. Und ja, wichtig, den Wechselintervall einhalten, weil wenn dieser Zahnriemen reißt, dann habt ihr sehr wahrscheinlich einen Motorschaden, deswegen ist es wichtig, den zu wechseln. Deswegen informiert euch, was ihr für einen Motor habt und informiert euch, ob ihr eine Steuerkette habt oder einen Zahnriemen und achtet allgemein auf die Wechselintervalle, egal ob jetzt Luftfilter, Kraftstofffilter, Zahnriemen, ist alles wichtig. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat,
lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, ist immer noch kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!